So, willkommen zurück zur nächsten Folge von Return to Monkey Island. Wir waren gerade bei der Gouverneurin drin und jetzt geht es weiter in den hinteren Weg ins Innere der Insel. Und da haben wir nämlich bei dem Einser immer die Kämpfe gemacht mit den anderen Piraten, diese Schwertkämpfe. Das war mega cool. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Alter, wie dunkel die Insel ist. Mini Island. Eine schöne Karte. Ich fand aber die Einser besser, weil die schöner animiert war. Aber das ist halt neu. Das ist halt was anderes. Ja? Okay, also hier waren wir gerade. Haus der Gouverneurin. Und man kann immer noch frei sich auf der Karte bewegen. Das finde ich sehr geil. Da unten ist die das Hafenzeug und so. Genau, die Docks. Ich kann hier in den Wald gehen. Ich kann hier... Da müsste irgendwo der Troll sein. Nein, einen Troll gibt es nicht mehr. Der war nämlich irgendwo hier, glaube ich. Hier ist die Werft. Da müssen wir mal hingehen. Aber ich gehe jetzt mal in den Wald, was das nächste ist hier. Das ist nämlich der alte Weg, den wir gegangen sind durch den Wald. Das weiß ich noch. In den tiefen, dunklen Wald, in dem ich mich sicher verlaufen werde. Den Wald verlassen und hier haben wir das Schild lesen. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ach, wir brauchen schon Karten. Komm. Warte mal, ich gehe mal kurz da lang. Oh, lol. Was ist denn das? Museum für Piratenkunde. Weil da war nämlich die jetzige Gouverneurin, die Schwertmeisterin. Die hat da gewohnt. Das heißt, der Guybrush hat hier direkt die Schwertmeisterin gefunden. Das ist natürlich cool. Das kleine Kletterschiff bewundern. Oh, I used to love these when I was 6. Witzig. Die große Klettertruhe bewundern. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. Oh I think no. they're illegal now. Das Schild lesen. Museum of Pirate Lore. Okay, wir gucken mal rein. Genau, das war mal Carlas Haus. Hi there. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to Da bin ich explore. gespannt. And if you have any questions, just ask. Okay, na da bin ich mal gespannt, was der da recherchiert hat. Das stimmt bestimmt nicht. Wir gucken mal ganz links erst einmal, genau. Einen Witz über den Haken machen. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here on Melee. Meathook. Ist es einer der Piratenkapitäne? Ich weiß gar nicht. Der Sarg kommt mir bekannt vor. That's a nice coffin. The one with the oar. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Ja, stimmt. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Ich hab's unter Kontrolle. Okay. Das kommt mir nicht bekannt vor. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Aha. I'm not sure. Hier ist, genau, Ruder. Tell me again about the oar. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. Achso, das kam jetzt bei dem Sarg auch. Okay. Kaum museumstauglich, eine Flasche. The peg leg. That Ja, belonged to Holzbein. the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Okay. Ich glaube, das ist das Plakat, das ich gemacht habe. What's the story with the wanted poster?
That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Okay. Die Plakette lesen. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Das Finden Schloss inspizieren. Ah, geil. There's some very tiny writing on it. Wir brauchen unbedingt die Lupe. Ich schätze, das muss ziemlich wertvoll sein. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Ja, okay. Ich werde es mal ganz leise öffnen. Mal schauen, was er sagt. The display case is locked. Ah, okay. Na gut. Ist leider gelockt. Ein Haufen Schlacke. Was? Wie? Bäh. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago. After an incident where like 20 pirates Piraten. escaped. Was? Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I Ja. had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's Oh, hard to Mann. substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Oh Mann, wie fies. So eine ganze tolle Geschichte wird hier umgekrempelt. Ist das nicht Teile an meiner alten Karte? That map looks familiar. That's 1/4 of the original map. Big to the Whoop, treasure genau. of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Praktikant. So sieht's aus. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm Oh, wie mentioning the story. fies. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Na toll. Lüde bis Mittagessen, alles klar. Dann bis später. Ein Gurten. Was macht ein Zahnrad in einem Piratenmuseum? Why do you have this big gear? It's from the Malay Clock Tower, stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. Natürlich. Die Uhr, die kann nicht funktionieren. Da können wir rausgehen, den Lagerraum betreten. Okay. Ich mache mal kurz einen Screenshot. Unbedingt mal kurz einen Screenshot. So. Jetzt. Und wir gehen in den Lagerraum. Oh, okay, okay. Es ist nur wirklich eins zum Anklicken und das ist hier das Papageienfutter. Eine Cracker-Mischung. Nice. It's cracker mix. Some assembly required. Geil. Sehr, sehr geil. Okay, sonst ist hier nichts drin. Der ganze Lagerraum wurde dafür gezeichnet.
Nur für die Cracker. Okay, okay. Aber wenigstens habe ich wieder was im Inventar. Ciao. Aber warte mal. Muss mal kurz was machen. Ich muss mal sprechen mit ihm. Ich bin Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. No Genau. kidding? Wow, are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Ich werde das legendäre Geheimnis von Monkey Island finden. Yes. Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Apropos berühmter Pirat. Ich habe schon wieder was vergessen. Ich bin gleich wieder da. Moment. Ungefähr 5 Sekunden. Ach so, stimmt. Das war das Problem mit dem Kopfhörer. Moment. Dann kann ich ja keine Kopfhörer wieder aufsetzen. Moment. Das ist blöd mit den Kopfhörern. Dann hört sie wahrscheinlich jetzt wieder nichts. Ich versuch's trotzdem mal. Moment. Ich versuch's mal. Zack. Obwohl ich glaube. Nee, ich höre jetzt nichts mehr. Kurz gucken. Eigenschaften. Kopfhörer. Nee. Der findet die Kopfhörer nicht. Dann nicht. Dann eben nicht. Obwohl, halt mal. Ach, das Spiel ist ja passiert. Deswegen hört man nichts. Moment, ich versuch's noch einmal ganz kurz. Wo ist es? Da ist es. So. Ganz kurz, ganz kurz. Kopfhörer. Jetzt hat das. Jetzt hat das. Ja, das funktioniert. Dann können wir jetzt doch mit Kopfhörer arbeiten. Beziehungsweise ich kann meinen coolen Hut aufsetzen. Hahaha, nice. Kurz schauen, das ist links, das ist rechts. Na? Der Sohn schreit. Ich mache mal ganz kurz die Tür zu. So, jetzt. Gut. Meine Kopfhörer. Na? Wie ich sehe, tragen sie ein Holzbein, obwohl sie eigentlich beide Beine haben. Haben sie Karten des Waldes hier? Mal erstmal das Museum. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Ist eines dieser Dinge Are any of these wertvoll? things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Haben sie Karten des Do you have Waldes maps hier? of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Der Karte ist eingesperrt. Moment. Muss mal ganz kurz schnell das Ding abstecken. Kopfhörer abstecken. Karte. Hier. Wir haben einen Kater eingesperrt. Geht ja gar nicht. So.
Erzählen Sie mir von Ihrem Newsletter. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Wie ich sehe, tragen Sie ein Holzbein. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Hallo Kater. Was tust du? So. Ich schaue mich mal um. I'll have a look around. Please do. Okay, please do. Dann haben wir den auf jeden Fall durch. Dann können wir jetzt gehen. So. Aber das war doch mal ganz cool. Und vor allem habe ich jetzt halt Cracker. Ich will jetzt auf jeden Fall in den tiefen, dunklen Wald gehen. Okay. Hier gibt es eine fleischfressende Pflanze. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Okay. Hier ist eine Kröte. Rock. Hier ist violette Blumen. Okay. Ooh, purple flowers. These must be teasel, or alliums, or clematis. Kann ich die mitnehmen? Nö. Dann gehe ich mal hier lang. Hier sind Pilze. Ew. So. Die mag er wohl nicht. Hier ist nochmal violett. Fleischfressende Pflanze. Okay, das ist wirklich I'm irgendwo hopelessly nirgendwo. lost without a map. Ja, okay. Ja, ohne Karte ist doof. Aber interessant. Warte mal, ich mache noch mal ganz kurz. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Das ist dasselbe von vorher, oder? I'm hopelessly lost without a map. Ja, okay. Nun gut. Dann gehe ich mal wieder. Aber war schön. Da oben gibt es noch nichts. Vielleicht später. Da ist der Ausguck. Und da ist die Werft. Wir gucken mal zum Ausguck zurück. Was Hi again. der sagt. Those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Okay, kann man mit dem... Ah, okay, ich kann ihn informieren über meine I'm thinking Pläne. about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. Okay. Etwas Zeit mit dem Speer verbringen. See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of Change. ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. Okay, okay. Das Lagerfeuer starten. I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Okay, gut. Dann zurück ins Innere der Insel. Da könnt ihr auch mal einen Screenshot machen. Das mache ich mal eben. So. Okay. Dann ab zur Werft. Aber wir stoppen mal ganz kurz davor, denn wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Folge. Ciao!